mit indischen Mid- und Small-Cap-Aktien eine Outperformance erzielen. Das werden wir heute in diesem Video versuchen und auch schaffen. Am Ende des Videos gibt es einen konkreten Tipp, wie ihr die Mid- und Small-Cap-Aktien aus Indien konkret in euer Portfolio einbinden könnt. Aber dazu müssen wir uns erstmal zurückerinnern, wo kamen wir denn beim letzten Video her zum Thema Indien? Wir haben festgestellt, dass der S&P BSA Mid-Cap Index 70% Rendite im Jahr 2024 gemacht hat und auch der S&P BSA Small-Cap Index immerhin auf 66,4% gekommen ist. Das sieht schon ordentlich aus. Nochmal zur Erinnerung, BSE oder BSE steht hier in dem Fall für Bombay Stock Exchange. Das ist die älteste Börse in Indien. Und da gibt es eben dann Indizes Mid-Cap, also mittelgroße Unternehmen aus Indien, und Small-Cap Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung, die in diesen Indizes abgebildet sind. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann ich als deutscher Anleger davon profitieren und womöglich sogar in diese Indizes investieren? Die Antwort ist leider gar nicht, denn es gibt in Deutschland keinen ETF, der diese Indizes abbildet, der zugelassen ist. Den BSI-Index, der die 30 großen Unternehmen aus Indien abbildet, selbst der ist in Deutschland nicht als ETF handelbar. Das liegt unter anderem daran, dass die großen Unternehmen aus Indien eine so große Marktkapitalisierung einnehmen würden, dass dieser ETF in der Regel nicht den UCITS-Kriterien entspricht. Das lest ihr häufig bei den ETFs so hinten dran, UCITS-ETF. Und diese UCITS-Kriterien erfüllen die BSI-Indizes, unter anderem eben der Mid-Small Cap und der normale BSI-Index nicht. Und dementsprechend gibt es in Deutschland auch keine handelbaren ETFs. Jetzt müssen wir uns dieser Überperformance von diesen Small- und Mid-Cap-Aktien aus Indien also etwas anders nähern. Die erste Möglichkeit wäre es, wenn wir den iShares India ETF nehmen würden. Dieser investiert einfach ganz breit in Indien, hat mit 0,65% eine typische Gesamtkostenquote. Das ist schon ungefähr das Dreifache, was man für einen günstigen Emerging Markets ETF ausgibt, aber für einen länderspezifischen ETF völlig normal. Wir sehen sogar hier vermögenswirksame Leistungen und einen Sparplan könnt ihr darauf machen. Die Ertragsverwendung ist thesaurierend, das heißt, die Dividenden der Unternehmen werden nicht ausgeschüttet und die Abbildung ist physisch. Das gefällt mir zum Beispiel ganz gut, denn da werden wirklich bei diesem ETF wirklich die Anteile der meisten Aktien erworben. Man sieht auch an der Fondsgröße von 4,79 Milliarden Euro, da haben viele Menschen in der letzten Zeit den Gedanken gehabt, in Indien investiere ich mal. Also ein riesiger ETF, wenn man bedenkt, dass es halt nur ein Länder-ETF ist. Die Tracking-Differenz liegt hier bei 0,8%. Das bedeutet, dass der ETF sogar noch schlechter im Vergleich zum Index gelaufen ist, 0,8% schlechter als der Index, als es die Gesamtkostenquote aussagt. Das ist jetzt nicht ganz optimal. Gut ist 158 Positionen, das ist schon ordentlich für einen Länder-ETF, und 38,54% Anteil der Top 10 ist auch okay. Das können wir uns nochmal genauer angucken. Wir sehen hier die bekannten Unternehmen, die ich euch im letzten Video schon vorgestellt habe. Das solltet ihr zu Indien unbedingt gesehen haben. Dann wisst ihr auch, warum Indien so einen Boom haben wird in der Zukunft oder zumindest, warum die Wirtschaft stärker wächst als in China. Wir haben hier die HFTC Bank mit knapp 8% Gewichtung dabei und auch die anderen Unternehmen sollten euch dann bekannt vorkommen. Grundsätzlich bildet man mit diesem ETF eben die größten indischen Aktien ab oder die größten 158 Aktien aus Indien. Und ihr seht es auch hier ganz gut anhand der Marktkapitalisierung der Unternehmen, die im ETF enthalten sind. Da sieht man als Beispiel jetzt, wenn ihr 100 Euro investieren würdet in diesen ETF, dann sind 65 Euro in sehr große Unternehmen investiert und knapp 35 Euro noch in große Unternehmen aus Indien. Das heißt, Mid- und Small-Cap-Aktien und Micro-Aktien, also ganz kleine Unternehmen, die kommen hier gar nicht vor. Das heißt, man profitiert hier jetzt nur vom allgemeinen Wandel in Indien, aber nicht von dieser krassen Outperformance, die wir eben gesehen haben, die es eben bei den Mid- und Small-Cap-Aktien gibt. Der nächste ETF, den wir im Vergleich dabei haben, ist der Xtrackers MSCI India Swap ETF. Im Prinzip das gleiche wie eben. Der einzige Unterschied ist, es handelt sich hierbei um einen Swap-ETF. Das bedeutet, dass dieser ETF nicht die Aktien enthält, die auch im Index enthalten sind, also sprich die wir eben auch gesehen haben, die typischen indischen Aktien, sondern dieser ETF kauft im Hintergrund ganz andere Aktien und über den Swap, der hier geschieht, wird dann eben die Index-Performance abgebildet. Am Ende muss man sich merken, bei Swap-ETFs investiert man nicht in die Aktien, die hinter dem ETF stehen, und man hat hier ein gewisses Risiko. Dafür erhält man eine geringere Gesamtkostenquote mit 0,19%. Ihr erinnert euch, gerade waren es 0,65%. Man sieht aber auch, dass die Tracking-Differenz trotzdem extrem hoch ist mit 1,56%. Das ist hier nicht ganz so positiv. Die Ertragsverwendung ist auch thesaurierend. Die Aktien, die theoretisch im Index enthalten sind, sind die gleichen. Ihr seht, rund 150 große und mittelgroße Unternehmen aus Indien sind genau die gleichen. Das heißt, auch hier haben wir keine Mid- und Small-Cap-Aktien mit dabei.
Bei dem nächsten ETF haben wir den Xtrackers Nifty 50 Swap ETF. Das ist jetzt zwar nicht der BSI-Index, der also ein großer Index ist, der 30 große Aktien aus Indien abbildet, sondern der andere, der neuere Index, den es auch gibt, der Nifty 50, der die größten 50 Unternehmen abbildet. Wenn ich jetzt sage die größten 50, dann ist auch schon relativ klar, dass hier leider auch keine Mid- und Small-Cap-Aktien mit dabei sind, sondern eben nur 50 große. Wir schauen uns auch diesen Nifty 50 Index später im Performance-Vergleich an. Jetzt kommt der erste, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber es lohnt sich nämlich sehr, den Franklin FTSE India ETF mal anzuschauen. Ihr habt eben gesehen, der iShares MSCI India ETF hat ungefähr 4 Milliarden Fondsgröße und dieser nur in Anführungsstrichen 1,3 Milliarden, das ist auch ordentlich. Ich würde mal sagen, 1,3 Milliarden, da haben vielleicht den besseren ETF gefunden, zumindest was so die Rahmendaten angeht. Er hat nämlich nur 0,19% TER, also Gesamtkostenquote. So schön die 0,19% Gesamtkostenquote auch sind, so schlecht ist dann auch die Tracking-Differenz von knapp 3%, also das ist wirklich nicht gerade Gold wert, aber man muss auch dazu sagen, der Franklin FTSE India ETF bildet auch physisch ab und das bei 262 Positionen. Das bedeutet also, diese 262 Positionen werden nahezu wirklich alle gekauft und das ist zum einen beachtlich für die geringe Gesamtkostenquote und die Tracking-Differenz wundert da eben nicht. Der Anteil der Top 10 macht hier auch nur in Anführungsstrichen 33% aus, das sieht auch ziemlich gut aus. Wir sehen auch hier in der Allokation HDFC Bank vorne, Reliance Industries, ICC Bank, also die typischen Aktien, die wir eben auch gesehen haben. Aber was man eben sieht, wenn man die Anteile vergleicht oder das Gewicht vergleicht, dann sieht man hier bei den großen Positionen in der Regel so knapp 1% geringere Gewichtung als im anderen ETF. Das ist jetzt kein Riesenunterschied. Dieser ETF zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er hier mit 262 Positionen nochmal mehr hat als der iShares ETF. Nein, er hat auch eine 30-18-Kappung automatisch in der Gewichtung mit eingebaut. Das bedeutet, der größte Titel darf nicht über 30% liegen. Ihr seht, die HDFC Bank ist hier weit weg, deswegen hat das nicht so einen Impact. Und jeder weitere Titel, also 2., 3., 4., 5., 6. und ja, bis 262, keiner von denen darf über 18% Gewichtung einnehmen. Da sind wir im Moment nicht so nah dran, aber was natürlich immer passieren kann, gerade in so einem Länder-ETF ist, dass bestimmte Branchen durch die Decke gehen. Und diese Kappung sorgt dafür, dass eben keine Übergewichtung einzelner Aktien geschehen kann und dadurch haben automatisch die Mid- und Small-Cap-Aktien hätten mehr Gewicht. Jetzt muss man sagen, sind wir hier relativ weit weg davon, dass so eine Konstellation geschieht, aber für die Zukunft ist das gut und allein die Tatsache, dass es hier eben eine geringere Gewichtung gibt, weil auch mehr Aktien enthalten sind, nämlich 262, zeigt, dass dieser ETF so ein kleines bisschen mehr Fokus auf Mid-Cap-Aktien legt. Ein Indiz, dass das Ganze auch ein bisschen wirkt, seht ihr hier. Bei dem normalen iShares MSCI India ETF hattet ihr hier 65% sehr große Aktien in der Gewichtung mit drin. Hier sind es nur 59 und die großen sind ungefähr gleich geblieben, aber die mittelgroßen Aktien, die wir praktisch gar nicht hatten im iShares MSCI India ETF, die sind hier immerhin mit 2,74% gewichtet. Also ja, in Summe minimaler Unterschied. Die geringere Gesamtkostenquote ist gut, mehr Aktien enthalten. Ich kann verstehen, warum das eine super Alternative zum iShares MSCI India ETF ist, aber so richtig die Small Cap Aktien aus Indien haben wir hier immer noch nicht drin. Bleibt also die Frage, nehmen wir vielleicht einfach einen ganz normalen iShares MSCI Emerging Markets ETF? Das kann man machen. Was man auch machen kann, ist einen iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF zu nehmen. Der Zusatz IMI steht dafür, dass in diesem ETF oder Index eben zusätzlich Mid- und Small Cap Aktien enthalten sind. Also nicht nur die großen Unternehmen, sondern mittelgroße und kleine Unternehmen aus 24 Schwellenländern. Und wenn man sich hier die Allokation anguckt, dann sieht man, dass Indien mit knapp 20% oder 19% immerhin nach China die zweitgrößte Gewichtung aufweist. Wenn man mal schaut, hat man hier immerhin 15% mittelgroße Unternehmen mit dabei. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Und 3,32% kleine Unternehmen, das ist auch nicht so schlecht. Und 0,13% Mikrounternehmen oder Mikrounternehmen oder Mikroaktien. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, aber man hatte natürlich nicht nur einen Indien-Fokus, auch wenn mit über 3000 Aktien hier natürlich schon extrem viele Unternehmen dabei sind. Ich liebe diesen ETF oder ich mag ihn sehr gerne, muss man sozusagen 3100 Positionen ist krass, die geringe Gesamtkostenquote ist super und das Fondsvolumen mit 22 Milliarden ist unfassbar krass. Die Tracking-Differenz ist mega gut mit 0,06%, noch besser als die gute Gesamtkostenquote. Dieser ETF ist wirklich toll, trifft aber nicht so ganz Indien, da gibt es vielleicht noch was Besseres. Was vielleicht eine gute Alternative sein könnte, ist der Spider MSCI Emerging Markets Small Cap ETF, denn dieser hat eben nicht die ganz großen Unternehmen
Unternehmen mit dabei, aber immerhin knapp 2000 Positionen, also 2000 Aktien. Und wenn ihr mal guckt, Indien hat die größte Gewichtung hier mit 27,17%. China ist hier relativ gering vertreten mit nur 10%. Wir haben hier einen Emerging Markets, also schwellenmarktweit gestreuten ETF, der aber Small Cap Aktien im Fokus hat, und wir treffen damit immerhin 27% Unternehmen aus Indien, die überwiegend maximal groß oder überwiegend mittelgroß und kleine Marktkapitalisierung haben. Das heißt also per Definition, wenn wir jetzt nur mal auf das gucken, was wir suchen, treffen wir mit diesem ETF wahrscheinlich am besten die indischen Mid- und Small-Cap-Aktien. Gucken wir noch kurz auf die Rahmendaten des ETFs. Die Indexabbildung ist physisch, das ist gar nicht so schlecht, das finde ich gut. Ertragsverwendung thesaurierend ist auch nicht schlecht, 0,55% TER. Naja, ist immer noch günstiger als der MSCI India ETF von iShares, aber natürlich deutlich teurer als der Franklin ETF. Gut, da muss man eben schauen. 324 Millionen Euro Fondsgröße, also unter 100 Millionen, da wird es kritisch, so ist es noch ganz okay. Die Tracking-Differenz ist sogar besser als die TR, ist auch gut. Und die Top 10 machen nur 3,14% aus. Das ist eigentlich, also von den Rahmendaten her gar nicht schlecht. So, jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, wie sieht es denn bei der Performance in der Vergangenheit aus? Und da kommen wir immerhin bis 2019 zurück, und ich muss sagen, das klarste Ergebnis ist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF, also der nur den Zusatz IMI hat, aber im Endeffekt ein normaler Emerging Markets ETF ist, ohne speziellen Indien-Fokus, hat am schlechtesten performt mit 37%. Und auch wenn man sich das im Zeitverlauf anguckt, hat er eigentlich so ziemlich nach der Corona-Pandemie deutlich langsamer zurückgefunden in die Spur. Das ist aber nichts Neues, denn wir haben ja schon im letzten Video gesehen, dass Indien vor allem nach Corona den Markt deutlich outperformt hat. Insofern, also auch was Wirtschaftswachstum angeht, insofern nicht verwunderlich, dass das hier auch so der Fall ist. Von den ETFs her ist es hier ein knappes Rennen. Man sieht so ein bisschen, dass sich hier so eine Führungsgruppe gebildet hat vorne. Der Franklin FTSE India ETF hat tatsächlich die beste Performance erzielt, aber wenn man mal drauf guckt, da sind wir im 1%-Bereich im Umfeld vom iShares MSCI India ETF. Da kann alleine schon durch geringere Kostenquoten, die sich verändern, viel passieren. Die ETFs sind also nahezu gleich auf. Der India Swap ETF ist knapp dahinter, was ein bisschen erstaunlich ist, weil dadurch, dass er als Swap-ETF eigentlich genauer den Index abbilden kann, performt er hier deutlich schlechter. Der Spider MSCI Emerging Markets Small Cap ETF, den wir uns ja gerade zuletzt angeguckt haben, ist mit 68% knapp dahinter, also knapp 8% auf 5 Jahre oder knapp 6 Jahre ist in Ordnung. Der Emerging Market Small Cap ETF, der also wesentlich breiter gestreut ist als nur auf Indien und Small Cap Aktien aus den gesamten Schwellenländern beinhaltet, lässt sich hier von Indien nicht ganz abhängen, ist aber knapp dahinter. Deutlich schlechter performt tatsächlich der X-Trackers Nifty 50 Swap ETF, der ist mit 63% zwar auch nicht schlecht unterwegs, immer noch deutlich besser als der Emerging Markets ETF, aber man muss auch einfach dazu sagen, er hat nur 50 Unternehmen, ist also geringer diversifiziert, die Unternehmen sind alle groß und die Performance ist schlechter, also den würde ich jetzt auch nicht unbedingt wählen, zumindest unabhängig von der Performance der Vergangenheit, aber es sind nicht die großen Aktien, die im Moment Indien nach vorne getrieben haben. Ich habe hier auf Xtra ETF mit der Portfolioübersicht rumgespielt, habe hier mal ein Portfolio simuliert, was man so machen könnte und habe gesagt, das wurde am 01.01.2024 aufgesetzt und ich habe mich hier für den Spider MSCI Emerging Market Small Cap ETF entschieden, den ich von der ganzen Auswahl hier am interessantesten fand. Warum ist das so? Es wird euch nicht wundern, aber er ist breiter gestreut, beinhaltet mehr Nationen, beinhaltet natürlich für uns spannend jetzt in dem Fall einen großen Teil Indien, Small Cap und Mid Cap Aktien, aber prinzipiell, wenn ein anderes Land stärker wächst, zum Beispiel Taiwan oder auch China vielleicht wieder in der Hinsicht, dann würden die automatisch höher gewichtet werden. Ich profitiere also nicht nur von Indien, ich bin breiter aufgestellt, muss weniger aktiv managen und deswegen finde ich den Spider MSCI Emerging Markets Small Cap ETF einfach besser. Wir haben in diesem Fall den Emerging Markets ETF von iShares auch noch mit dabei, dann einen World Small Cap ETF, einen World Value Factor ETF, einen World Quality Factor ETF und einen World Momentum Factor ETF. Das ist also quasi eine Modifikation des von mir favorisierten Multifactor-Ansatzes. Den habe ich hier oben auch mal erklärt, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung und es ähnelt tatsächlich ja auch meinem Sparplan, den ich schon seit einigen Jahren durchziehe. Und dann sieht man hier, dass diese Konstellation, wo ich in knapp jeden ETF ungefähr 2.000 Euro reingesteckt habe, beziehungsweise die beiden Emerging Markets ETFs teilen sich dann ihre 2.000 Euro eben auf. Dann hätte ich 1.889 Euro jetzt an Rendite erwirtschaftet. Ich habe also knapp 10.000 investiert, 1.889 plus, macht 11,83%
ja, internen Zinsfuß. Der Zeitraum ist natürlich sehr kurz, sieht aber schon mal ganz gut aus und ich kann euch verraten, ist leicht über der Performance vom MSCI World, also eine leichte Überperformance bereits jetzt messbar auf den letzten 1,5 Jahren. Aber lasst uns mal lieber eine Simulation über die letzten 25 Jahre anstellen, da kann man schon mal mehr erkennen. Zwar habe ich hier mal den Vergleich hergestellt von so einem Portfolio mit einem normalen MSCI World Portfolio und zwar, und das ist ja das Geile an diesem Vergleich, nicht erst seit 2019, sondern wir haben dieses Portfolio jetzt hier mal seit 2021 durchsimuliert, konkret seit Dezember 2020. Und da sieht man, dass der Multifaktor-Ansatz mit diesem Emerging Market Small Cap ETF den MSCI World deutlich outperformt hat. Konkret heißt das, der Multifaktor-Ansatz, den ich eben gezeigt habe, mit Small Cap Emerging Markets ETF kommt auf 7,45% Rendite pro Jahr, während der iShares MSCI World ETF, ist hier abgekürzt mit IWDA, aber das ist der iShares MSCI World ETF, der kommt nur auf 5,7% durchschnittliche Wachstumsrate und das ist schon ganz genial. Wir haben hier quasi dem MSCI World Benchmark mal fast 2% pro Jahr abgenommen. Ich habe das Ganze dann mal verglichen mit einem Multifaktor-Ansatz ohne den Small Cap Emerging Markets ETF. Das ist ja sicherlich die spannendste Frage. Lohnt sich denn in so einem Multifaktor-Ansatz überhaupt diese Small Cap Emerging Markets mit reinzunehmen? Das kommt natürlich darauf an, wie hoch man das Ganze macht. Ihr seht hier im Vergleich 7,45% wieder, ja, der alte Wert, den wir eben hatten. Wenn man den Emerging Market Small Cap ETF herausgelassen hätte, dann wären es 7,31% gewesen. Also minimal, aber ich muss ja auch dazu sagen, das Portfolio kann ich mir nämlich hier auch mal angucken. Ich habe es jetzt ja auch nur mit 10% gewichtet. Also ihr könntet ja die Emerging Market Small Cap noch höher gewichten, dann wird es halt leicht besser mit der Performance. Aber wie gesagt, das ist ein Multifaktor-Ansatz. Das Risiko ist eben hier nicht All-in India ETF oder All-in Emerging Market Small Cap, sondern breit gestreut. Und so finde ich das ganz realistisch. So würde ich ja die indischen Small Cap Aktien und Mid Cap Aktien in mein Portfolio einbauen, nämlich über den MSCI Emerging Market Small Cap ETF. Aber ich sage es nochmal ganz klar, es ist keine Anlageberatung. Ich sage nur, für mich persönlich ist das Risiko hier geringer, als wenn ich in einen Indien ETF investiere. Denn langfristig bin ich mit einem breit gestreuten Emerging Markets ETF etwas sorgenfreier aufgestellt. Zumindest für mich, der eben keinen aktiven Ansatz fährt, wäre das deutlich die favorisierende Lösung. Wir sehen uns am Wochenende wieder mit dem nächsten Thema. Macht's gut, bis dann. Ciao.